Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Herbstvideo von Magnificently Delicious. Heute gibt es ein fruchtiges Holunder-Apfelgelee mit Apfelstückchen. Das passt einfach geschmacklich und farblich perfekt zu unserem Kürbisbrot. Das findest du rechts oben. Das brauchst du für das Gelee. Ein Gemisch aus Holundersaft und Apfelsaft, je nach Geschmack die Mischung am besten halb-halb, Gelierzucker 2:1, ganz klein geschnittene Äpfel und Zitronensaft, damit die Apfelstückchen nicht braun werden. Als erstes wird der Saft in einen Topf gegeben, dann werden die Äpfel hinzugefügt. Achte darauf, dass dein Topf groß genug ist. Das Gelee muss nachher sprudelnd kochen und kommt etwas hoch. Zum Schluss wird der Gelierzucker hinzugefügt und gut mit dem Saft verrührt. Das Gelee wird jetzt unter ständigem Rühren zum Kochen gebracht. Es sollte nun mindestens 5 Minuten sprudelnd kochen. Falls das Gelee zu weit hochkommt, den Topf einfach kurz vom Herd nehmen. Nach 5 Minuten kannst du die erste Geleeprobe machen, indem du mit einem Löffel etwas Gelee nimmst und auf einen zweiten Löffel gibst. Diesen musst du jetzt etwas hin und her schwenken. Dabei kannst du die Konsistenz beurteilen. In diesem Fall ist es noch zu flüssig, also sollte das Gelee weitere 3 Minuten kochen. Das weitere Einkochen und die Geleeprobe wird in regelmäßigen Abständen wiederholt, bis das Gelee etwas langsamer auf dem Löffel wird. So sollte das aussehen, damit das Gelee am Ende fest genug wird. Nun ist das Gelee fertig und kann noch heiß in die vorbereiteten Gläser gegeben und fest verschraubt werden. Achte darauf, dass du die Gläser bis ganz oben füllst und für 5 Minuten auf dem Kopf stehen lässt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachkochen und beim anschließenden Geschmackserlebnis. Bis zum nächsten Mal!